Wir laufen? Bin ich scharf? Wir laufen. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und das sind zwei Kappsägen. So, diese beiden Prachtstücke schauen wir uns also heute an. Fertig. Gliedermaßstab. Zollstock. Das ist genial. Kein Dingeling, kein Tüdelü und kein Bumsi-Wumsi. Nichts. So, jetzt bekommt der Kameramann einen drauf. Für dieses Video wurden keine Kameramänner geschlagen. Aua. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und heute haben wir wieder Kappsägen Monster. Warum Monster? Weil sie ein riesiges Sägeblatt haben, hier von mindestens 300 mm Durchmesser. Wir hatten ja schon mal einen Teil, dort hatten wir Holzmann, Metabo und Bosch im Test. Das verlinke ich dir mal hier oben. Und dort hatten wir zum Beispiel eine Säge, die war am Anfang kaputt, eine Säge, die hat 17,5 cm Schnitthöhe. Das ist schon Wahnsinn, ja? Und heute haben wir hier ganz andere Vertreter, nämlich Dewalt und Milwaukee, die wir jetzt wirklich sehr selten beim Thema Kappsägen bis jetzt hier auf dem Schirm hatten. Aber bei den Monster-Kappsägen, kabelgebunden wohlgemerkt, wollten wir sie nicht fehlen lassen. Ja, und es gibt ja noch weitere, da kommen wir beim nächsten Mal dazu. Aber eine Sache sage ich euch jetzt schon. Hier sind zwei Sägen am Start, die man nicht unterschätzen sollte und die einige Dinge anders machen als alle anderen Sägen, auch die noch kommen werden. Insofern bleibt auf jeden Fall dran. Es gibt noch einen zweiten Grund, dran zu bleiben, und zwar, es ist natürlich Freitag, wir haben ein Freitagsvideo und wie immer verlosen wir etwas. Und zwar heute einen 250 € Einkaufsgutschein für den Shop. Alles, was du machen musst, ist einfach mit uns diskutieren in den Kommentaren. Schreib einfach einen Kommentar zu den Sägen. Wie findest du die? Wie findest du die auch im Vergleich zu anderen Sägen? Und schon hast du die Chance auf 250 €. Jetzt aber los. Ich muss sagen, ich mag Kappsägen. Punkt, aus, Ende. Ich bin natürlich dafür bekannt, dass Tauchsägen, falls ihr es hier seht, dass Tauchsägen so mein Ding sind, aber Tischkreissägen, Kappsägen, alles tolle Sachen. Und beim Thema riesige Kappsägen bin ich ja ganz vorne mit dabei. Denn ich muss sagen, für mich habe ich schon vor langer Zeit entschieden, ich mag Kappsägen mit einer mit einer schon hohen Schnitthöhe, aber vor allem mit einem sehr großen Sägeblatt, weil das hat einige Vorteile. So, und jetzt haben wir hier mal Dewalt und Milwaukee auf dem Tisch. Und ich habe die vorhin ausprobiert so ein bisschen und habe gedacht, was ist denn hier los? Hier sind einige Dinge dabei, die sind echt sehenswert. Das muss ich euch unbedingt zeigen. Wir werden so wie im letzten Video dasselbe machen, nämlich wir werden auch auf Winkligkeit schneiden. Das heißt, wir werden heute uns anschauen, wie winklig sind sie denn. Nachdem wir letztes Mal bei Holzmann, Metabo und Bosch durchwachsene Ergebnisse hatten, nicht super schlecht, aber auch nicht super gut teilweise, schauen wir uns das heute auch mal bei denen an. Und wohlgemerkt sei gesagt, wir schauen uns an, wie winklig sind sie im Zustand, in der sie hier ankommen. Ja? Das heißt, alle Sägen kannst du in der Regel immer, und auch diese beiden, nachstellen, dass sie 100% winklig sägen. Das ist nicht das Thema, aber viele von euch wollen das nicht, wollen sagen, naja, es kommt bei mir an und ich kann das im Regel dann auch mal einfach ausprobieren. Jetzt aber die Frage, was für Sägen haben wir eigentlich? Wir haben hier die Dewalt DWS 780 QS und die Milwaukee MS 304 DB. Also diese beiden Prachtstücke schauen wir uns heute an, aber jetzt erst einmal gucken wir uns hier die technischen Daten an. Und wir sehen hier schon, dass es jede Menge Unterschiede gibt, auch wenn sie sehr gleich scheinen. Als erstes, wir haben bei Milwaukee zum Beispiel nur 100 mm Schnitthöhe, wohingegen wir bei Dewalt etwa 110 mm haben, also 1 cm mehr. Und eine ganz wichtige Sache natürlich, nicht nur die Leistungsaufnahme, aber vor allem auch die Drehzahl. Und bei der einen Säge ist sie statisch, bei der anderen ist sie variabel. Und eine variable Drehzahl kann natürlich ein riesiger Vorteil sein, wenn du dich an das Werkstück oder an das Material anpassen möchtest. Ja? Also gerade Kunststoffe musst du etwas mit langsamerer Drehzahl sägen, anstatt andere Stoffe wiederum. Ja? Und insofern musst du auch für dich die Entscheidung treffen, was ist die bessere Säge. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du jetzt deinen Blick etwas erweiterst von den üblichen Marken wie Festool, Bosch oder meinetwegen Metabo oder auch mal etwas anderes hier anzuschauen und es in Betracht zu ziehen. Denn denk dran, hier ist ein Kabel dran, denn Akkusystem ist nicht entscheidend. Bevor wir uns jetzt die beiden Sägen anschauen, kommen wir zum Thema
Preis. Und das ist bei den beiden wirklich so ein Thema, denn wir sind hier schon wirklich in der gehobenen Preisklasse. Und natürlich findest du wie immer auch zu diesen beiden Sägen im ehrlichen Preisvergleich unten entsprechende Angebote. Am besten packen wir dir auch die Sägen vom letzten Mal gleich mit rein, wenn du vom Preis her etwas nach unten dir das auch nochmal anschauen möchtest. Denn wir sind hier bei Dewald bei einem Preis von knapp unter 800 €. Bei Milwaukee sind wir bei einem Preis von 900 €. Und um das gerechtfertigt ist, das schauen wir uns jetzt an. Fangen wir jetzt mit Dewald an, weil sie ja auch die günstigere von beiden ist. Und erstmal muss man sagen, es ist ein extrem hochwertiges Gerät. Also es ist wirklich hier alles abgefräst, alles sehr massiv, aus Aluminium groß, Blockguss, ba. Also man merkt schon, hier ist wirklich nicht gegeizt worden, wie aber auch bei Milwaukee schon nicht. Und als allererstes schauen wir uns eine Funktion an, die eigentlich gar nicht so wichtig ist und dann doch irgendwie schon, weil ihr sie am meisten in der Hand habt und das ist dieser Hebel. Und wartet mal ganz kurz, bevor ich euch das zeige, erstmal der Hinweis, ist natürlich wichtig, inwiefern man das Ganze hier schwenken kann. Ja? Und wir haben hier zu der Seite können wir schwenken auf 60 Grad, zu der Seite hier auf 50 Grad. Und das geht relativ einfach. Ihr drückt hier einfach drauf, ja, hier auf den Knopf, drücken und dann könnt ihr rüberschwenken. Jetzt hier haben wir 60 Grad und jetzt hier auf 50 Grad. Das ist sehr schön eingearbeitet hier, das macht richtig Spaß und es fühlt sich enorm wertig an. Wenn man das hier dreht, man merkt, das ist so gut gelagert, das ist wirklich herrlich. Ich kann es natürlich auch loslassen, dann rastet es ein in den Standardmaßen. Ihr seht das hier auch, hier an den verschiedenen Punkten. Ja? Und ihr seht hier zum Beispiel auch, dass das Ganze hier befestigt ist und dass ich jetzt hier auch noch ganz leicht das Ganze justieren könnte, wenn ich sage, es ist etwas verstellt. So, aber ich bin gespannt, wie es fertig ist, aber jetzt machen wir Folgendes, wir wollen das ja jetzt nicht auf 22,5, sondern auf 25 Grad einstellen. Also nehme ich das hier auf 25 Grad und jetzt müsste ich es nochmal allen anderen Sägen immer festdrehen. Hier kann ich einfach so machen, einfach das hier runterdrücken und es ist fest. Und wir reden hier von fest. Ja, das ist wirklich genial. Ich kann das ganz einfach auf irgendeine Stelle fest, lose, 50 Grad, fest und das war's. Das ist genial. Das ist wirklich genial. Hat, glaube ich, keine andere Säge, so wie hier bei Dewald. Mega. Habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Aber das ist wirklich mega. So, kommen wir dazu. Dann können wir vielleicht auch gleich mal hier weitermachen. Kommen wir hier zum Thema Neigung. Dazu gibt es hier auf der Rückseite diesen Hebel, den ich entsprechend drehen muss. So. Dann kann ich hier die Neigung durchführen. Ja, und das ist so, ich finde das gar nicht so schlecht. Ist zwar hier hinten, aber ja, kann man machen. Also man muss von vorne natürlich hier hingreifen, aber okay. So, ich habe es jetzt gelöst und wir können das jetzt hier verstellen und kommen jetzt hier auf 45 Grad. Wir können aber das sogar noch weiter treiben, indem ich sowas wie das hier. Das hier ist die Möglichkeit, wenn ich das hier nach hinten klappe, habe ich hier die Hinterschnittfunktion. Das mache ich jetzt mal auf der anderen Seite. Dann sehen wir, dass wir jetzt hier auf so 48, 49 Grad sind, ergo auch wunderschön hinterschneiden können. Aber ihr seht auch das hier, ich kann hier mir verschiedene Begrenzungspunkte anstellen. Ach, deswegen sind wir eben auch nicht richtig runtergekommen. Ihr denkt dran, dass ihr natürlich das hier auch verstellt. Ja? Und zwar, dass ihr das hier einstellt, zur Seite nehmt, damit ihr hier keinen Schaden macht. So, ihr könnt hier verschiedene Begrenzungspunkte festlegen, dass ihr ergo einen festen Winkel habt, hier 22,5 Grad, dann nehmt ihr es einfach rein, oder hier in dem Fall 30 Grad. Ja, dann ist es einfach so, dass das hier da aufschlägt an der Stelle und dann hier bei 22,5 stoppt oder hier bei 30. Ist in Summe sehr gut gelöst und wie man sieht ja auch schon gut vorgefettet. Wir können jetzt zu beiden Seiten neigen und natürlich auch hier zu beiden Seiten schwenken und das in einer beachtlichen Größe 50 bis 60 Grad beziehungsweise hier 48 beziehungsweise 48 Grad. Wenn ich gerade hier hinten stehe, gibt es was ganz Interessantes und zwar das hier war mit dabei, ich nenne es mal Auffangsack. Das heißt also, Späne werden hier durch diesen Trichter hier transportiert nach hier hinten und können hier in diesen Auffangbehälter rein.
Dadurch wird das Ganze aber enorm breit, also enorm lang in dem Fall. Also ich glaube, wir messen das mal nach. Zollstöcke, Zollstöcke, man reiche mir einen Zollstöcke. Ach ja. So, jetzt habe ich hier einen Zollstock, einen Gliedermaßstab, einen Meterstab, irgendwas mit Länge zu messen. Ihr wisst, was ich meine. Diese ewige Diskussion um sowas, ich verstehe das gar nicht. Mit ein bisschen Glück können wir es hier durchschieben. Natürlich nicht. So. So, wir haben jetzt hier eine Länge von, wenn wir es so messen, 125 Zentimeter. Also 1,25 Meter. Gefühlt ist das länger als mein Auto. Ja, das ist ja der Wahnsinn. Jetzt nehmen wir das hier mal ab. Dann haben wir genau 99 Zentimeter. Es ist natürlich klar, dass wir hier hinten jetzt noch einen Absaugstutzen brauchen oder einen Schlauch, irgendetwas in der Art. Und wir können das hier jetzt auch nicht irgendwie zur Seite biegen. Moment, ich probiere das mal aus. Ich habe hier den typischen Sauger hier mal dran. Der passt, glaube ich, auch. Ja. So. Das heißt, wenn wir jetzt hier so einen klassischen Sauger mal anschließen, sind wir immer noch bei einem Meter, Meter 17. Also die Meter 17 Länge haben wir hier auf jeden Fall. Und das ist schon ganz schön lang. Das nur als Hinweis, wenn ihr eine Säge sucht, die nicht so tief aufbaut, dann seid ihr bei Makita bzw. Festool oder Bosch wesentlich eher dabei. Wie zum Beispiel der GCM12 GDL oder, aber zu der kommen wir auch nochmal. Hier an der Seite haben wir übrigens auch Auflagen, die gleichzeitig Griffe sind. Also ihr könnt die Säge hier nehmen und damit dann entsprechend wegtragen. Wobei wegtragen schon schwierig ist bei, ich glaube, was waren das, 28 Kilo oder so. Auf jeden Fall haben wir hier sehr massive Auflagen, die zumindest einen Vorteil haben. Sie knicken nicht so ab wie viele andere. Ja? Sie sind relativ massiv, aber dafür auch recht kurz. Wir können das ja mal abmessen, welche Gesamtbreite Auflage wir hier haben. Das sind nur 82 Zentimeter. Also wir haben hier eine Gesamtauflage von 82. Ihr müsst es halbieren, das heißt, wir haben hier ein bisschen über 40 Zentimeter. Und wobei, das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht, das ist asynchron. Hier hinten haben wir 44 Zentimeter. Und auf der Seite haben wir 37,5. Ja, also die Säge baut hier etwas mehr auf als zur anderen Seite. Natürlich können wir hier die Anschlagbacken auch entsprechend verschieben, ja, so wie wir das wollen. Und was wir hier als Besonderheit dabei haben, ist Folgendes, dass man hier eine Befestigung hat, damit sie nicht einfach so irgendwo umherfliegen. Finde ich schön gemacht. Ob das wirklich sinnvoll ist, das könnt ihr gerne entscheiden. Schreibt es gerne noch mal in die Kommentare. So, und jetzt seht ihr hier das Ganze auseinander. Und bitte denkt immer dran, dass ihr das, dass ihr es entsprechend auch verstellt, wenn ihr hier es neigt. Wie immer auch ganz wichtig das Thema Schnitthöhenbegrenzung. Dazu kann man das Ganze hier entsprechend einstellen, damit kontern. Wir drehen es jetzt mal ein bisschen raus. So, und fest. Ist jetzt einfach, aber funktional, weil wir können es ausstellen. Jetzt haben wir keine Begrenzung. Stellen es wieder ein. Ja, ihr seht jetzt, hier haben wir jetzt eine Begrenzung. Hier an der Stelle kann man die Geschwindigkeit einstellen. Ich demonstriere euch das mal. Das heißt, hier könnt ihr die Säge an euer Material anpassen. Ja? Lest gerne mal im Handbuch nach, für welches Material ihr welche Geschwindigkeit nehmt. Dann haben wir hier die Möglichkeit, das Licht ein- und auszuschalten. Ja, das Licht, die Säge hat keinen Laser, sondern hier ein Arbeitslicht. Kann man auch jetzt hier unten sehen. Ja? Jetzt haben wir hier entsprechend das Arbeitslicht. Ich schalte es auch nochmal aus. Ich finde es ganz praktisch eigentlich, aber wir haben keinen Laser. Und dann haben wir hier noch eine dritte Sache, und zwar haben wir hier ein Loch. Das ist eine Kleinigkeit, und zwar dort an der Stelle haben wir ein Loch. Und um die Säge einzuschalten, muss man hier das hier zur Seite drücken und erst dann geht es an. Wenn ich jetzt so mache, geht es nicht an. Und dieses simple kleine Loch, was du gerade gesehen hast, ist aus meiner Sicht das dritte Killer-Feature dieser Säge. Nummer 1 hatten wir hier, das Ganze einzustellen.
Nummer 2 ist es die Geschwindigkeitseinstellung und Nummer 3 dieses simple Loch. Und wozu ist das da? Ganz einfach Folgendes. Du kannst damit diese Säge sichern. Du nimmst einfach Folgendes, du kaufst dir ein kleines Vorhängeschloss, hängst das dort rein. In dem Moment kann niemand mit dieser Säge arbeiten. Erstens, auf der Baustelle kann niemand jetzt einfach so mehr mit deiner Säge arbeiten. Das ist also ein gewisser Diebstahlschutz zumindest, aber auf jeden Fall ein Benutzungsschutz. Aber vor allem auch, wenn du das zu Hause stehen hast, bei dir in deiner Garage, können deine Kinder es nicht benutzen. Oder wer auch immer ungeschult ist oder da nicht ran soll. Du hängst das Schloss einfach davor und schon kann da kein Unfall mehr einfach so passieren, weil einmal jemand da rangreift oder. Das finde ich eine ganz interessante Sache, habe ich so noch nirgendwo, glaube ich, gesehen. Und das ist mega simpel und funktioniert einfach. Da hat jemand wirklich mitgedacht. Kommen wir zum Thema Schnitthöhe. Und das ist ja immer so ein Thema. Deswegen haben wir unseren Spezialzollstock schon mal angelegt. Schau mal hier. Und zwar, wenn wir das jetzt einfach so nehmen, haben wir an der Stelle eine Schnitthöhe von 75 mm. Aber wir müssen ja nicht komplett eintauchen. Das heißt, es würde auch funktionieren, wenn wir bis hier nur eintauchen, gerade so. Dann haben wir hier 100 mm. Ui, Moment, ich zeige es euch nochmal. Hier 100, das ist ja wohl auch. So, hier, dann haben wir 100. Leute. Das ist nicht leicht von links. So, wenn wir hier rüber peilen, haben wir rund 100 mm Schnitthöhe. Das heißt aber hier an der Stelle, hier unten, da müssen wir das Ganze noch durchsägen können. Das heißt, wir können jetzt auch nicht nur bis da sägen, sondern wir müssen es schon so weit bringen, dass da unten die kleine Stelle durch ist. Und dann haben wir hier 10 cm Schnitthöhe. Aber wir haben ja hier an der Seite noch die sogenannte Sonderschnitthöhe. Das heißt, wir messen jetzt hier auch mal an der Stelle und schauen mal, wir haben hier fast 16 cm. Wenn wir es hochstellen, sogar 16, das könnte sogar eher im Bereich so 17 cm. Wir haben hier 17 cm Sonderschnitthöhe. Um das Ganze zu erreichen, haben wir hier eine Möglichkeit, es festzustellen. Das heißt, normalerweise würde die Säge ja hier stehen, an der Stelle. Ja, da wir aber hier an der Stelle eine Aussparung haben von beiden Seiten, hat sich Dewald gedacht, so, damit wir genau wissen, wo es ist, die perfekte Stellung, können wir das jetzt einhaken und können dann hier die Sonderschnittstellung nutzen, um hier sehr hohe Dinge zu sägen. Ich gucke mal von der anderen Seite. Und hier siehst du, hier ist entsprechend auch ausgespart, um so hoch sägen zu können. Wenn du jetzt wissen möchtest, wozu die Sonderschnitthöhe da ist, ich habe hier ein Video gemacht, um das entsprechend zu erklären. Dann weißt du auch, für welche Materialien, für welchen Einsatz und so weiter das Ganze gut ist. Du siehst aber, dass es gar nicht so einfach ist, das Thema Schnitthöhe wirklich zu beschreiben. Wenn du es einfach nimmst, runterziehst, sind es hier nur etwas über 70 mm. Ja, das ist manchmal etwas ernüchternd, aber du siehst, es geht auch wesentlich mehr. Du kannst übrigens das natürlich auch so machen, dass du dir hier über die Schnitthöhenbegrenzung es auch so einstellst, dass du es nur so weit runterfahren kannst, dass du dir auf die vollen 10 cm kommst. Wenn du dazu Fragen hast, dann schreib es mal unten in die Kommentare. Mich würde auch wirklich sehr interessieren, wie ihr das findet. Jetzt machen wir unsere 3 Schnitte, nämlich das siehst du ja gleich und dann werden wir den Winkel jeweils nachmessen. Als erstes schauen wir mal, ob wir wirklich auch im Lot sind. Und wir sehen hier, es liegt perfekt an, sodass wir hier wirklich erstmal schon mal gerade sägen. Ich habe euch ja vorhin gesagt, hier gibt es ein Arbeitslicht. Das ist aber ein Schlaglicht, was vor allem dafür da ist, damit du auch siehst, wohin du sägst. Schau mal hier, wenn ihr jetzt so das Ganze stellt, siehst du ganz genau, wo die Stelle ist, wo du entsprechend hinsägst. Wir könnten jetzt auch mal hier zum Beispiel dieses Loch nehmen und sagen, da wollen wir genau absägen. Dann würden wir jetzt sehen, okay, wir müssen uns noch ein bisschen zur Seite. Ja? Insofern ist es nicht einfach nur ein Licht, eine Beleuchtung, sondern auch ein Schlaglicht, ähnlich wie es Festool benutzt. Wir haben hier 89,95 und das ist so im Bereich, der Messtoleranz. Ich versuche es mal noch mal richtig anzulegen hier. Ja, also 89,95 ist schon super. Hier sehen wir exakt 90 Grad.
Ihr seht hier ein wirklich fantastisches Schnittergebnis und ihr seht hier vor allem auch genau 45 Grad. Übrigens, so sieht es jetzt hier aus, nachdem wir diese 3 Schnitte gemacht haben und kein bisschen mehr. Wir haben wirklich überall auch entsprechend Staub, schon nach so wenig Leistung. Also die Absaugung hier, die ist wirklich nicht berühmt. Wir haben jetzt gerade gesehen, Dewald hat richtig vorgelegt. Mal schauen, was Milwaukee uns jetzt hier zeigt. Auch hier gibt es wieder einige Sachen, die etwas anders gelöst sind. Und dafür fangen wir doch gleich mal hier vorne an. Eine Sache, die nicht so schön ist, oder nein, etwas, was wirklich schön ist, ist hier unten, schau mal dort, ganz unten, da ist ein Hebel, um die Arretierung zu lösen. Und dann ist es so, wir haben jetzt hier diesen riesigen Tisch. Der sieht enorm wertig aus, das ganze Gerät sieht enorm wertig aus. Und das hier ist so sanft gelagert, das ist der Hammer. Also das ist wirklich der Hammer. Ich glaube, es gibt kaum eine Säge, die so sanft gleitet. Aber das nur am Rande. So, was wir aber haben, ist Folgendes. Wir lösen das Ganze und dann rastet es wieder an den standardmäßigen Positionen ein, die wir alle schon kennen, wie zum Beispiel hier 45 Grad und so weiter und so fort. Da wir gerade da sind, wir haben hier auf der Seite die Möglichkeit 55 Grad hier sogar zu schwenken. Das ist noch mehr als bei Dewald. Und zur anderen Seite, hier sehen wir, sind es 60 Grad. Ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist Folgendes. Hier müssen wir leider zum Arretieren das Ganze festziehen. Ja, das ist nicht so schön gelöst. Dafür haben wir aber eine andere Funktion. Und zwar hier haben wir eine Feineinstellung. Ich muss das Ganze hier hochziehen und kann das dann hier einrastern. Und jetzt kann ich hier drehen und dann ganz fein justieren. Ja, also um jetzt das Ganze einzustellen. Ob das wirklich jetzt gebraucht wird, ist eine gute Frage. Aber es geht. Und es ist nochmal was anderes. Ja? Ihr seht hier, ganz einfach. Dann kann ich es hier wieder entsprechend festziehen und habe dann meinen festen Winkel. Bei beiden Sägen wird hier ein Niederhalter mitgegeben, der so semi-gut brauchbar ist. Also er funktioniert und bitte, benutzt einen Niederhalter, aber gegebenenfalls einen besseren als den. Gibt es im Zubehör auch zu kaufen. Eine andere Sache, wir wollen uns jetzt mal das Thema Neigung anschauen. Und dazu wie immer der Tipp, ja, ihr könnt hier hinten das Rad lösen, dann könnt ihr es zur Seite ziehen. Ich mache das jetzt auch mal komplett, damit wir auch komplett rechts und links neigen können. Und hier haben wir eine Besonderheit. Wir hatten hier bei Dewald das Folgende, dass wir hier das Rad haben, was wir entsprechend lösen müssen. Hier ist es anders, und zwar ist es hier so, dass wir hier einen Hebel haben, den wir hier nach oben ziehen, so, und dann können wir hier die Neigung herstellen. Das ist nochmal eine ganz andere Logik. Und jetzt machen wir mal Folgendes, dass ich das in die Mitte stelle. So, ja, jetzt zieht das hoch. So, und dann könnt ihr es zum Beispiel hier komplett ablegen. Oder hier nochmal zur anderen Seite. So. Und ihr seht Folgendes, dass man hier an der Stelle, wir können hier auf 45 Grad, beziehungsweise auf, das sind eher so 48, 49 Grad sogar in den Hinterschnitt gehen. Ja. Natürlich können wir auch regulär, so, auf die 45 gehen. Und jetzt hast du gerade Folgendes gesehen, ich habe hier mit dem Ganzen hier ein bisschen rumgespielt. Wir haben nämlich einmal die Lösung, das nach oben und dann will ich zu lösen. Und dann könnt ihr Folgendes machen. Wir wollen jetzt zum Beispiel hier jetzt auf 22,5 Grad gehen. Dann löse ich das Ganze, dann gehe ich so in die Halböffnung hier und dann arretiert er hier und dann gehe ich fest. Ja? Und dann bin ich auch in diesen Winkeln, dass ich hier keine Anlage rechts, links oder so brauche, sondern das kann ich alles hier mit einem Hebel machen. Finde ich eigentlich sehr clever gemacht. So, und so komme ich wieder auf 0 Grad. Also das ist wirklich innovativ.
So simpel, so einfach, mit einem einzigen Handgriff, mit nichts anderem, hier die Neigung einzustellen. Ja, Wahnsinn. So, jetzt bekommt der Kameramann einen drauf. Nein, natürlich nicht, sondern wir schauen uns jetzt mal an, wie gut das hier jetzt hier in der Waage ist. Und zwar ist es so, dass wir bei Dewald ja auch hier Griffe hatten und die aber nicht nur Griffe waren, sondern auch dazu da waren, um hier eine Verbreitung herzustellen. So, ihr könnt natürlich das Gerät hier dran greifen, ziehen, machen, tun, aber ihr seht auch, wir sind hier wirklich in Waage und wir können hier auch Dinge drauf ablegen. Und es neigt sich nicht nach unten. Ihr seht, da bewegt sich nichts. Also es ist wirklich enorm stabil, was wir hier haben. Das finde ich wirklich super. Wir haben hier übrigens eine Gesamtbreite von etwas unter 80 cm. Und wir haben hier auch keine Parallelität, beziehungsweise das Ganze ist nicht gleich breit. Wir haben hier jetzt eine Breite von ja, auch nur so rund 37 cm auf der Seite, dementsprechend ein kleines bisschen mehr auf der anderen. Da wir schon den Zollstock in der Hand haben, lasst uns mal das hier anschauen. Wir haben hier eine Staubführung, die ich jetzt mal ganz anders gelöst. Und zwar seht ihr hier wirklich, das Ganze ist sehr, sehr umfassend, auch rechts, links. Bin sehr gespannt, wie gut das funktioniert. Und hier wird der Staub hier reingetan. Aber auch hier haben wir wieder einen sehr langen Aushub, sage ich jetzt mal, nach hinten, den wir hier entsprechend haben. Das ist schon, uiuiuiuiui, das müssen wir nachmessen. Es wird kein Staubsack mit dazugegeben und wir müssen dementsprechend hier einen Sauger hinten anschließen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Wir hatten ja vorhin maximal mit dem Beutel 126 bzw. 117 cm. Uiuiui, mal schauen, was wir jetzt hier haben. So, jetzt haben wir hier die Länge. Und wir sind hier beim Schlauch. Nein, wir sind hier an der Stelle auch bei 126 cm mit Schlauch, also nochmal 10 cm tiefer als Dewald. Ohne hätten wir jetzt hier 110. Ja? Aber ihr braucht auf jeden Fall eine Absaugung, sodass wir schon eher so bei 120 bis 126 cm sind. Vielleicht gibt es von Dewald ja auch etwas, was direkt hier nachknickt, weiß ich nicht. Das ist immer der Moment, wo ich sage, ich glaube, ich möchte einen 3D-Drucker haben. Hier an der Stelle haben wir übrigens die Tiefenbegrenzung, ja, sodass wir nicht komplett bis nach unten sägen, sondern etwas weiter raus. Ich finde es hier enorm interessant gelöst, einfach durch die Maschine durchschrauben. Wir können hier einfach das Ganze einstellen, hier auch kontern, so wie man das kennt. Ja, so. Das Ganze hier nach vorne stellen und dann sehen wir hier eine Tiefenbegrenzung, die wir entsprechend einstellen können. Und das ist auch sehr, sehr wertig gemacht hier mit dem Teil. Einstellen, also ausstellen, wieder einstellen. Ich sag mal, das läuft doch. Wir hatten hier übrigens vorhin das Thema Griff, dass man das Ganze hier angreifen kann. Hier habt ihr natürlich auch einen Griff, hat die Dewald an derselben Stelle auch. Übrigens sehen wir hier ansonsten an dem Korpus keinen Schalter, kein Nichts, kein gar nichts, kein Dingeling, kein Tüdelü, kein sonst irgendwas. Wir haben hier keine Möglichkeit, ein Licht einzuschalten, einen Laser oder sonst irgendwas. Ein Laser ist nicht vorhanden. Es gibt einfach keinen. Licht selbst haben wir, es ist aber wirklich nur eine Beleuchtung. Es ist keine Hilfe, überhaupt nichts, außer halt, dass es halt heller wird an der Stelle. Aber ihr könnt damit nicht euren Schnitt austarieren oder ähnliches. Das Licht könnt ihr auch nicht ein- oder ausschalten. Es ist einfach immer an und scheint hier rechts und links entsprechend hier raus. Jetzt schauen wir uns mal das Thema Schnitthöhe an. Hier sehen wir jetzt eine Schnitthöhe von, ich würde sagen, rund 95 mm. Ja, ganz toll, 95 mm. Wenn wir jetzt aber mal ganz nach hinten fahren und mal schauen, ja, nee. Also höher kommen wir nicht. Also wir haben hier vielleicht unsere 100 mm, die werden wir haben. Aber genau, hier sehen wir das, aber mehr geht nicht. Wenn ich jetzt ganz nach unten fahre, ist es noch ein bisschen weniger, aber wir haben hier 100 mm. Was wir aber haben, ist an der Stelle hier unsere Sonderschnitthöhe, ja, die wir hier, ich hoffe, es fällt mir nicht wieder rein, die wir hier an der Stelle sehen. Wir haben so 16,5 cm an der Stelle, also hier dazwischen. Und das ist auch nicht so viel. Ja? Also Sonderschnitthöhe sind hier vielleicht so 3-4 cm
in der Breite, die wir jetzt hier nutzen können. Auch hier siehst du das Ganze ausgespart, dass wir hier das entsprechend nutzen können. Übrigens brauchen wir keine spezielle Einstellung oder keinen Haken oder ähnliches für die Sonderschnitthöhe. Es geht einfach so, dass wir es auf die tiefste Stelle schieben und dann einfach benutzen. Ja, sodass wir hier bei beiden Sägen aber schon eine beachtliche Möglichkeit haben, in der Höhe zu sägen, beziehungsweise beide haben etwa so 10 cm Schnittleistung. Ich finde es ein wenig enttäuschend, dass es nicht auf der Höhe funktioniert, dass ich einfach sage, ich nehme es und drücke es runter, sondern dass es so mit Ach und Krach bei der funktioniert und bei der hier noch mehr, ja, dass man sich sogar noch ein bisschen behelfen muss, weil ich glaube, ich würde bei Dewald schon eher auf der Höhe bei der Schnitthöhe dann schon die Schnittbegrenzung nutzen, um da wunderbar durchzukommen. Aber das nur am Rande. Jetzt gucken wir uns an. Ich schiebe es für euch gleich doch mal hier so zur Seite. Ja, wie gerade sind wir denn und wie gut sind wir im Winkel? Und dazu nehmen wir hier wieder unser... Komm doch mal dichter. Komm doch mal dichter. Nein, Spaß beiseite. Wir sehen hier, ja, ich hoffe, ihr seht mich, dass wir hier perfekt im Lot sind, wunderbar gerade, überhaupt kein Problem. Wir sehen hier, wir haben 90,05 Grad, ein sehr gutes Ergebnis. Auch hier sehen wir wieder perfekte 90 Grad. Wir sehen hier wirklich ein sehr schönes Schnittergebnis und vor allem sehr schön, wir haben 45 Grad, das ist perfekt im Winkel. Wir haben uns jetzt beide Sägen genau angeschaut und ich muss sagen, Kaps-Sägenmonster faszinieren mich immer wieder und Werkzeug fasziniert mich. Übrigens, bevor ich jetzt zu meinem Fazit komme, schreib doch mal unten in die Kommentare deine Meinung zu diesen beiden Sägen. Denn denk dran, wie immer, es gibt immer noch die 250 € Einkaufsgutschein zu gewinnen für die Kommentare. Und jetzt ist die Frage, was ist jetzt die bessere Säge? Das kann ich für dich nicht beantworten, aber ich möchte mal die Vorteile herausstellen, die jede einzelne Säge hat. Wir haben hier die Möglichkeit, das Ganze entsprechend hier so zu arretieren, sehr schnell zu arretieren. Wir haben hier die Geschwindigkeitseinstellung, die wir hier nicht haben. Und wir haben hier dieses Schloss zum Beispiel, auch was ihr einstellen könnt, um die Säge zu sichern. Alles Dinge, wo ich sage, ja, das ist schon um einiges nochmal anders als hier. Und zusätzlich habt ihr auch noch das Schlaglicht, was hier zumindest einen sehr guten Hinweis gibt, wo du entsprechend sägst. Aber nur, weil es entsprechend auch dunkel ist. Also ich persönlich kenne das Schlaglicht von Festool und an einem normal hellen Tag kannst du das vergessen. Ja? Genauso übrigens auch wie ein Laser. Wenn du draußen bist oder an einer Werkstatt mit sehr viel Licht, ist das nicht wichtig. Das sind die Vorteile von der Säge. Die Vorteile von dieser Säge sind ganz klar die Justierung hier an der Stelle. Ich kann das hier so fein, so gut justieren wie an, ich glaube, keiner anderen Säge. Und zusätzlich ist es so, dass du hier diese Feineinstellung hast. Ob das für dich jetzt relevant ist oder nicht, genauso wie einige Punkte von der Säge, musst du für dich entscheiden. Ich für meinen Teil bin so zu 51 oder meinetwegen 55% bei der Dewald und so 45% bei der Milwaukee. Könnte mich jetzt aber auch nicht auf Anhieb entscheiden, weil es sind enorm hochwertige Sägen. Und das ist immer schade, dass ihr nicht hier bei mir steht und für euch das ausprobieren könnt. Aber mich würde jetzt interessieren, aufgrund der Sachen, die ihr gesehen habt, schreibt mal unten in die Kommentare, was ist euer Liebling? Und wir sehen schon da hinten die nächsten Monster Cup Sägen, die wir jetzt demnächst für euch hier vorstellen. Aber das ist eine Geschichte für das nächste Mal. Jetzt erstmal ran an die Cup Säge und bis zum nächsten Mal.